So, und das Spiel geht los. Die Roboter gehen in eine sogenannte Ready-Phase, also eine Bereitmachen-Phase. Die Roboter werden nicht ferngesteuert, aber es gibt einen Spielecomputer und dieser Computer übersetzt die Befehle des Schiris für die Roboter. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Spiel anfängt, dann wird ein Signal an die Roboter geschickt. So, und jetzt haben die Roboter die Chance, die Roboter haben die Zeit, auf ihre Position zu laufen und Aufstellung einzunehmen. Das müssen sie nicht, die können auch per Hand aufgestellt werden, aber dann werden die ganz nach hinten gesetzt und wenn man selber zur Position läuft, dann hat man die Freiheit, bis nach ganz vorne zu laufen. So, normalerweise wird 5 gegen 5 gespielt. Die Dortmunder spielen bei diesem Spiel in Unterzahl, die spielen nur mit 3 Robotern. Vermutlich testen die eine sehr komplizierte Strategie. Die Teams sind alles Weltklasse-Teams, alle waren sehr weit oben bei der Weltmeisterschaft und nutzen diese Veranstaltung hier als Chance, um ihre Roboter zu verbessern und Technik zu trainieren. So, Anstoß von Leipzig. So, was ihr hier seht, ist auch ein Novum, ein Experiment, weil jedes Jahr versucht man die Regeln komplizierter zu machen und etwas näher dem menschlichen Fußball nahe zu kommen. Und im nächsten Jahr wird eine der neuen Regeln vermutlich sein, dass man mit diesem großen, ja, echtem Fußball spielt. Bis dahin hat man mit so einem kleinen roten Ball gespielt, den die Roboter viel einfacher auf dem Spielfeld sehen können. Mit diesem großen Ball haben die Spieler natürlich größere Probleme. Vor allem das größte Problem ist, den Ball überhaupt zu entdecken. Weil der sieht jetzt weiß und hat irgendwie nur ein paar kleine farbige Streifen und kann sehr schnell mit etwas anderem verwechselt werden, wie zum Beispiel mit einem weißen Roboter oder einer Linie oder irgendwas. So, die Roboter haben hier Schwierigkeiten, den Ball zu finden. Der Dortmunder ist am Ball und hat freies Feld, richtet sich zum Schuss aus. Und ein Schuss. Und sogar. Und er rollt und ein Tor! Ein Tor, das erste Tor mit einem richtigen Ball aus der Entfernung über das halbe Feld. Großartig. Trotz der Unterzahl schaffen es die Dortmunder, in die Führung zu gehen. Die Leipziger müssen jetzt liefern. Jetzt haben die Roboter die Chance, wieder an ihre Startposition zu gehen. Das Leipziger Team hat den Anstoß und darf deswegen im Kreis stehen. Das Dortmunder Team darf nicht im Kreis stehen. Wir müssen außerhalb des Kreises bleiben. Bei diesem Spiel, natürlich wie beim menschlichen Fußball, gibt es auch Fouls und Regeln. Und die Roboter können Fouls begehen. Ein Foul ist zum Beispiel, wäre, wenn der Dortmunder Angreifer jetzt in den ersten 10 Sekunden des Spiels in den Kreis laufen würde, was er nicht darf. Also der Ball liegt da ein bisschen zum Nachteil der Dortmunder, da hat der Schiri nicht besonders guten Job gemacht. So, jetzt trauen die sich nicht so richtig. Man weiß es nicht. Vermutlich haben die Probleme, den Ball zu sehen. So schüchtern sind die Leipziger normalerweise nicht. Vielleicht sind die auch einfach nur nett. Und das wird jetzt wieder gefährlich. Der Torschützenkönig richtet sich wieder aus und der falsche Fuß. Das ist aber auch ein schwieriger Ball. Der Ball rollt die ganze Zeit durch die Gegend. Schwer zu treffen. Ja, alle diese Bewegungen, die die Roboter ausführen, sind von den Teams selbst programmiert. Ihr seht auch, dass die Bewegungsarten ganz unterschiedlich sind bei den Robotern. Die Leipziger nehmen die Arme nach hinten. So, jetzt hat der Leipziger den Ball entdeckt und ist auf dem Vormarsch. Jetzt dringt er ganz tief in die Hälfte der Dortmunder vor. Aber die Verteidigung schläft nicht. Sie sieht den Ball. Wird aber ausgespielt. Jetzt der Torwart.
die letzte Hoffnung, der Goalie muss es machen. Der Goalie muss klären. Er ist sich aber unsicher. Sieht er den Ball, schafft er den Ball zu sehen, wird er aktiv. Und das wird knapp. Sehr gefährlich, der Ball rollt auch noch zurück. Ja, jedes Jahr werden die Regeln schwieriger gemacht. Letztes Jahr wurden die weißen Tore eingeführt. Vorher waren die Tore gelb. Jetzt ist es viel schwieriger, die Tore zu entdecken, weil so viele weiße Dinge in der Umgebung sind. Jetzt haben wir alle den Ball verloren. Keiner weiß, wo der Ball ist. Einer weiß es. Der Dortmunder Angreifer scheint zu wissen, wo der Ball ist. Der Leipziger Angreifer kickt den weißen Punkt. Könnte auch der Ball sein, man weiß es nicht. So, der zweite Leipziger Angreifer kickt den Mittelpunkt. So, und die zwei Dortmunder haben sich um den echten Ball versammelt und wissen nicht, was man damit tun sollte. Jetzt ein toller Schuss. Und aber leider raus. So, die Regel besagt, wenn der Ball rausgeht, dann wird er 1 Meter zurückgelegt zum Nachteil des Teams, was es rausgeschossen hat. Deswegen hat der Schuss nichts gebracht. Der Roboter muss es noch einmal probieren. Die Roboter sprechen sich ab. Die kommunizieren ganz normal wie Laptops per Wi-Fi, also mit WLAN. Und dann können sie sich abstimmen, wer zum Beispiel zum Ball gehen sollte. Und noch ein Versuch und noch ein Schuss. Das ist der Killerschuss der Dortmunder, der geht richtig weit. Das ist sehr gefährlich, geht über eine Hälfte. Und jetzt wird es wieder gefährlich. Ausgerichtet und geschossen. Der Goalie sieht aber den Ball. Oh, ganz knapp. Pfosten. So, jetzt liegt der Ball aber sehr gefährlich vor dem Tor der Leipziger. Schafft der Goalie den Ball jetzt rauszubekommen. Er scheint den Ball zu sehen. Man weiß es nicht. Ein Verteidiger ist unterwegs. Sehr zögerlich. Nochmal ein Hinweis, die Roboter spielen absolut autonom und jetzt gerade ist es eine Premiere. Zum ersten Mal weltweit spielen die Roboter mit einem echten Fußball und Handspiel. War das nicht Handspiel? Das wollen wir jetzt wissen. War das jetzt Handspiel oder Tor? Jetzt muss die Entscheidung fallen. Tor! Dann war das noch ein Tor. So, Tor für Dortmunder und damit steht es 2:0. Mir wird hier gesagt, das war nicht Handspiel, das war Kopf. Ja. Ein unparteiischer Dortmunder behauptet, es war Kopf. So, das Team aus Dortmund scheint mit dem neuen Ball viel besser umgehen zu können als die Leipziger. Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und wie gesagt, die Regel ist noch gar nicht offiziell. Das heißt, es ist nur eine Vermutung, dass die Regel eingeführt wird. Wir wissen noch gar nicht, welche neuen spannenden Regeln nächstes Jahr eingeführt werden. Und die Spieler haben wieder die Aufstellung aufgenommen und das Spiel geht wieder los. Die Leipziger haben wieder den Vorteil, 10 Sekunden Zeit haben die, um den Ball zu spielen, bevor die Dortmunder auch angreifen dürfen. Und die 10 Sekunden sind vorbei und die Dortmunder gnadenlos wieder am Ball. Jetzt aber ein Zweikampf, der Leipziger geht sich weg und der Dortmunder sieht zum Schluss aus, abgewehrt. Der Ball verlässt nicht die Mitte. Es steht 2:0 für die Dortmunder. Jetzt müssen Leipziger liefern.
Leipziger Angreifer ist auf dem Weg, unbeirrt, folgt dem Ball. Kann die Dortmunder Verteidigung und ein Schuss. Der Ball rollt aber weg vom Tor. Pech für Leipziger, so kann der Leipziger Angreifer den Ball wieder finden und ins Tor schaffen. Die meisten Spieler scheinen verwirrt zu sein, außer der Angreifer, der Dortmunder, der weiß ganz genau, was er tut, der weiß ganz genau, wo der Ball ist, und jetzt kommt wieder der tödliche Schuss. Über 2/3 des Feldes, fast über das ganze Feld, aber das Spiel ist zu Ende und die Dortmunder gewinnen mit 2:0. Und damit ist das kleine Turnier bei dieser Messe vorbei. Es war toll hier, wir hatten sehr viel Spaß und wir hatten sehr gute Gelegenheit, unsere Programme und Roboter zu verbessern. Und ich hoffe, wir sehen uns alle nächstes Jahr in dieser Messe und dann mit viel mehr Robotern und dann mit viel mehr Robokarten. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.